Bommelfurchthorn ist einer der gefürchtetsten Bosse am Doom Tower, weil er einfach ein unglaublich komplexes Kit mitbringt und auch auf den ersten Blick auch super unbesiegbar aussieht. Ja, es ist wirklich eine harte Nuss zu knacken, aber wie man diese Nuss knacken kann, mit welchen verschiedenen Taktiken, Strategien, da gehen wir drauf ein. Ich gebe euch ganz am Anfang so ein paar Quick-Tipps mit und für alle, die ins Detail eintauchen wollen, gehen wir natürlich dem Boss mit allen Fähigkeiten und allen verschiedenen Strategien auch noch mal auf den Grund. Ich bin Bone, viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal rund um Raid Shadow Legends. Und es ist mal wieder Zeit für ein Grundlagenvideo. Es fehlen noch ein paar Grundlagenvideos, damit wir alles im Spiel tatsächlich abgedeckt haben. Das ist das Ziel, das ich habe. Zu jedem Bereich im Spiel ein Grundlagenvideo. Wenn es das noch nicht gibt, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass es mal kommt. Wenn es besonders wichtig ist für euch, hinterlasst mir in den Kommentaren doch sehr gerne, was ihr euch besonders wünscht. Und wenn besonders viele Kommentare zu einem bestimmten Thema kommen, dann kann ich das natürlich auch hoch priorisieren aus der langen Liste an Videos und Ideen, die ich noch habe. Wenn ihr mitbekommen wollt, dass diese Videos erscheinen, wenn ihr Lust auf Neuigkeiten habt, auf News, auf Chartpuls, auf alles rund um Raid Shadow Legends, ich veröffentliche pro Woche normalerweise zwischen 2 und 4 Videos, also hinterlasst gerne das Abo, wenn euch mein Kanal gefällt. Schaut gerne im Stream vorbei, immer auf Twitch, aber auch einmal die Woche auf YouTube. Und dann können wir auch in der direkten Interaktion zum Beispiel über eure Fragen sprechen. Ich freue mich drauf, wenn ihr vorbeikommt. Doch bevor wir über das Thema des heutigen Videos sprechen, möchte ich euch noch einmal ganz kurz daran erinnern, dass im Augenblick und zwar bis Anfang April noch die Aktion von Raid läuft, das für die Zusammenarbeit mit Aptoide, das ist eine unabhängige App-Plattform. Wenn ihr Raid über diese Android-Plattform dann auch spielt und öffnet, bekommt ihr noch kostenfreie Belohnungen. Das könnt ihr auf jeden Fall tun. Außerdem, wenn ihr über Aptoide spielt, habt ihr die Möglichkeit für alle eure Einkäufe in Raid Cashback zu bekommen. Das sind standardmäßig 5% am Anfang. Der Cashback-Betrag wächst auch mit euren Ausgaben. Und wenn ihr zusätzlich noch 5% mehr Cashback auf jede eure Ausgaben in Raid haben möchtet, dann tragt in der Aptoide Wallet meinen Promocode ein, den ich exklusiv habe. Und zwar ist der Promocode BONE5. Ich blende das hier auch nochmal ein. In der Aptoide Wallet BONE5 eintragen und 5% mehr Cashback für alle eure Ausgaben in Raid Shadow Legends bekommen. Je nachdem, wann ihr das Video seht, das sollte auf jeden Fall bis Ende April 2025 ungefähr funktionieren. Dann hinterlasse ich auf jeden Fall einen Kommentar in der Beschreibung. Grundsätzlich findet ihr in der Beschreibung immer hilfreiche Links und Verweise auch zu allen Themen, die ich in dem Video anspreche. Denn gerade bei den Grundlagenvideos verweise ich immer sehr gerne auf andere Videos, auf Webseiten, bei denen Informationen auch beinhaltet sind, damit ihr in der Lage seid, euch ein gesamtes Bild von dem Thema auch zu machen und damit euer Wissen auch anzureichern. Denn das ist das Ziel der Grundlagen. Ich möchte euch nicht nur eine fertige Lösung präsentieren, die ihr nachbauen könnt. Und alle, die schon länger bei mir auf dem Kanal wissen, die Grundlagenvideos sind meistens enorm lang. Ja, das bedeutet, ich rede auch sehr viel um den heißen Brei außenrum, aber es heißt auch, ich gehe im Detail auf jede einzelne Fähigkeit ein. Ich erkläre, warum etwas so ist, wie es ist. Und wenn ihr darauf Lust habt, dann bleibt bis zum Ende dran. Wenn ihr nur eine ganz, ganz schnelle Information haben möchtet, wie ihr zum Ziel kommt, dann habe ich heute mit diesem Grundlagenvideo eine Neuigkeit mit eingeführt. Und zwar, wir sprechen ganz am Anfang in einer Kurzvariante darüber, mit welchen Methoden ihr das Ziel erreichen könnt. Vielleicht hilft euch das auch schon als Anregung. Vielleicht braucht ihr noch mehr Informationen, dann schaut ihr euch den Rest auch einfach später an oder ihr springt zu einem Video, bei dem bestimmte Teams auch vorgestellt werden. Und damit dann auch genug des Intros und der Vorrede, steigen wir ein in das Thema des heutigen Grundlagenvideos. Und zwar ist das Bommel alias Furchthorn. Das heißt, es geht heute um den Doom Tower, den Turm des Verderbens. Und wir haben aktuell die dritte Rotation, wenn ich nochmal kurz zurückgehe, die dritte Rotation der Dunkelfee. Und in dieser Rotation gibt es ihn, das wilde Nashorn, das alle von uns doch irgendwann mal genervt hat, wenn wir schon so weit sind, Bommel zu machen. Zuerst gebe ich euch die Kurztipps. Im zweiten Schritt sprechen wir darüber, warum man Bommel machen sollte, was dabei rausspringt, dass man Bommel macht. Dann schauen wir uns den Boss im Detail an. Das heißt, wir gehen in einen Kampf, wir gehen zum Boss, wir schauen uns die Fähigkeiten an und ich beschreibe ganz genau, wie so ein Kampf abläuft. Und dann liefere ich euch noch ein paar Alternativen, noch ein paar Teamvorschläge und zeige euch auch, wie ich das auf meinen unterschiedlichen Accounts mache. Im Augenblick spiele ich ja tatsächlich 3 Accounts. Ich habe meinen Main-Account, der ist jetzt über 5,5 Jahre alt. Der nähert sich seinem 6. Jahr. Das ist ein Spender-Account, da ist also auch Geld reingeflossen. Der hat so ziemlich alles, was man haben möchte und braucht, um den Content in dem Spiel auch zu besiegen. Dann habe ich einen Free-to-Play 24-Account, den habe ich vor einem Jahr angelegt, also im Februar 2024. Der ist jetzt in der Spielzeit knapp über
300 Tagen. Auch mit diesem bin ich den Doom Tower komplett hochgegangen. Der liefert aber keine neue Taktik mit, deswegen werden wir den heute nicht sehen. Und dann, und das ist der Account, auf den ich im Augenblick bin, weil ich zeige natürlich auch immer gerne Varianten mit Accounts, die noch so jung wie möglich sind. Und wir sind hier im Augenblick auf meinem Bone Free-to-Play 25 Account. Der Account ist angelegt worden und gespielt worden jetzt vor 63 Tagen. Das ist im Rahmen der Hell Hades Challenge passiert. Hell Hades ist ein sehr großer englischsprachiger Content Creator mit der Webseite hellhades.com. Da könnt ihr auch jede Menge Informationen auch nachschlagen, sehr viel interessantes Wissen. Also wenn ihr der englischen Sprache fähig seid, empfehle ich euch auf jeden Fall sowohl bei Hell Hades vorbeizuschauen, als auch auf seiner Website. Und Stand jetzt läuft diese Challenge auch ganz gut. Ich bin auch Platz 1 momentan, aber es wird sich dann wirklich zeigen, wenn wir uns dem Ende der Challenge nähern, Anfang April, wenn der 3. Monat vorbei ist, ob ich diesen ersten Platz, den ich ganz frisch erobert habe, dann auch verteidigen kann. Wichtig ist einfach nur, wir sprechen von einem Account, der sehr intensiv gespielt wird. Vergleicht also euren Account nicht mit diesem Account. Aber was ich hier in 2 Monaten geschafft habe, könnt ihr vielleicht in 4, 5 Monaten auch geschafft haben. Versucht vor allem, euch selbst zu verbessern und euren eigenen Progress im Auge zu behalten und vergleicht euch vor allem nicht mit irgendwelchen Creatoren, mit anderen Spielern im Clan oder außerhalb auf Discord zum Beispiel. Das macht keinen Sinn. Versucht einfach immer ein bisschen besser zu werden und damit sprechen wir mal ganz kurz über die Kurztipps und die Möglichkeiten, wie ihr Bommel auch besiegen könnt. Ihr seht, ich habe auf diesem Account Bommel H10 geschafft. Ich bin im leichten Doom Tower einmal komplett durchmarschiert, auch in der letzten Rotation bin ich im leichten Doom Tower schon komplett durchmarschiert. Es ist also möglich. Und wie bei allen Grundlagenvideos, achtet bitte nicht auf die Champions, denn es gibt immer Alternativen normalerweise. Es gibt auch erfahrbare Alternativen. Da sprechen wir auch drüber. Worüber ich jetzt auch sprechen möchte, sind vor allem die Buffs, die ihr braucht und die Debuffs, die ihr braucht, um diesen Champion anzugehen. Im Kern gibt es 2 Taktiken, mit denen ihr diesen Boss sehr einfach angehen könnt. Ihr habt zum Beispiel in Taktik 1 einen Champion mit einer besonderen Heilfähigkeit. Das kann eine Lady Annabelle zum Beispiel sein. Da gibt es auch noch andere wie einen Burangiri. Diese Champions können diesen Boss im Endeffekt alleine machen. Je nachdem, wie gut das Gear ist, reicht das auf verschiedene unterschiedlichen Stufen. Die Taktik ist vor allem diejenigen, dass die Champions sich heilen, dadurch, dass sie Schaden bekommen oder dass irgendwas im Spiel passiert. Das heißt, sie heilen sich regelmäßig hoch und vor allem durch den Kriegsmeister wird ganz, ganz langsam der Boss auch niedergemäht. Das ist die eine Taktik, sehr Champion-spezifisch. Es gibt eine zweite Taktik, die ebenfalls sehr Champion-spezifisch, aber auch sehr leicht ist und vor allem mit einem Champion funktioniert, den ihr euch farmen könnt. Und diese Taktik läuft über diesen Blocke-Buffs-Buff. Bei mir persönlich ist es jetzt ein Helicat. Ich hatte das Glück, Helicat letzte Woche zu ziehen. Ansonsten ist der Weg, genauso wie es auch andere Creator in der Challenge gemacht haben, über einen farmbaren Champion zu gehen. Und zwar aus dem Heiligen Orden gibt es einen Rare Champion, den Tempelritter oder auch Templer im Englischen, denn dieser Templer hat auch hier einen Blocke Schaden. Der muss nicht gebuckt werden, ganz im Gegenteil, es ist sogar besser, wenn er nicht gebuckt wird. 4 Runden Cooldown und mit diesem Blocke Schaden könnt ihr auch den Boss solo farmen. Er muss schon Rang 6 sein, er sollte auch Kriegsmeister haben. Der Run wird sehr langsam laufen und die Werte müssen entsprechend passen. Das Ganze passiert wie bei allen anderen Solo-Champions in den unterschiedlichen Bereichen, auch im Regenerationskit, denn er braucht ja eine Methode, um dann auch wieder hoch zu heilen. In der Zeit, in der er auch kein Blocke-Schaden hat, wird er Schaden vom Bommel auch bekommen und deswegen ist ein Regenerationskit und die entsprechenden Werte auch notwendig, um diese Stufen zu schaffen. Hell Hades ist bei der Free-to-Play-Challenge mit seinem Tempelritter an Bommel 50 schon vorbei, hat also gezeigt, dass es auch auf Stufe 50 geht. Und das ist die zweite sehr einfache Taktik, mit der man Bommel erledigen kann. Es gibt dann noch einige weitere, das sind dann die fortgeschrittenen Taktiken. Es gibt noch ein paar weitere spezielle Taktiken, die gibt es dann ganz am Ende. Also wenn ihr Interesse daran habt, dann springt über die Kapitelmarken entweder dahin oder schaut euch das gesamte Video an. Aber unabhängig von diesen einzelnen Champions gibt es einfach Fähigkeiten, die ihr mitbringen müsst, damit ihr bei Bommel ganz gut vorankommt. Wenn wir also nochmal hier zurück zu Bommel gehen, ja, ich bin hier gerade kurz vor der dunklen Fee, die muss ich heute angehen. Wenn wir hier bei Bommel sind und auch nochmal in den Filter mit reingehen, dann gibt es ein paar Debuffs, die ihr setzen wollt. Und zwar, Bommel wird sich im Laufe des Kampfes irgendwann mal einen Angriffssteigerer geben, der nicht wegnehmbar ist. Also Buff Cleanse nützt nichts, Buff Steel nützt auch nichts. Das Einzige, was hilft, ist zum richtigen Zeitpunkt, aber da sprechen wir später darüber, einen Blocke-Buff-Debuff auch zu setzen. Blocke-Buff-Debuff bringt euch sehr viel. Was euch auch sehr viel bringt, ist eine Angriffsverringerung, denn Bommel macht Schaden basierend auf Angriff, er macht auch sehr viel Schaden. Grundsätzlich Bomben sind auch immer abhängig von dem Angriff,
Angriff, den ein Champion hat. In dem Fall den Angriff, den Bommel hat. Deswegen Bommel hat weniger Angriff. Ihr bekommt auch weniger Schaden durch die Bomben. Es gibt noch einen weiteren Debuff, der euch helfen kann. Und zwar ist das Frost nicht auf den Endboss, nicht auf Bommel. Der ist nicht empfindlich, aber die Bomben, die könnt ihr mit Frost dann auch dazu bringen, dass sie nur halb so viel Schaden machen. Also auch Frost hilft euch. Es gibt noch einen weiteren Debuff, wenn es darum geht, mit manchen Taktiken auch gut gegen Bommel zu überleben. Das ist hier minus Genauigkeit. Hintergrund: Ab Bommel Hard 50 wird Bommel so viel Genauigkeit haben, dass ihr schon so gut wie gar nicht mit einem Mid-Game, Late-Game-Account in der Lage seid, eure Champions mit ausreichend Widerstand anzureichen, um Bommel auch nur ansatzweise zu widerstehen. Deswegen ist minus Genauigkeit eine Alternative, wenn ihr eine bestimmte Taktik dann auch fahrt, um dann in den höheren Stufen von Bommel auch zu agieren. Kommen wir von den Überlebens-Debuffs dann auch zu den Schadens-Debuffs. Da gibt es ganz natürlich minus Verteidigung, es gibt die Schwäche und ihr könnt mit Gift und ihr könnt mit LP-Burn auch sehr, sehr viel Schaden machen. Geomant ist wieder MVP hier mit der zusätzlichen Passiven, mit der durch die Angriffe von Bommel, wenn er unter den Burn vom Geomanten unterliegt, natürlich besonders viel Schaden bekommt. Auch ein Ninja oder andere Burner sorgen dafür, dass Bommel auch gut Schaden bekommt. Bei den Seelen, vielleicht, das zählt ja auch so ein bisschen als Debuff, auch wenn wir das jetzt hier drin nicht sehen. Brimstone ist, und das sehen wir auch später bei mir jetzt hier in dem Beispiellauf auf dem Account, eine ganz wichtige, großartige Methode, um auch möglichst schnell den Lebensbalken von Bommel auch zu reduzieren, weil Bommel sehr viele Fähigkeiten hat, also selten mit der A1 angreift, auch Zusatzzüge macht, also ein Brimstone an der richtigen Stelle, um erfolgreich gegen Bommel zu sein. Kommen wir von den Debuffs dann mal zu den Buffs. Ihr müsst ein bisschen darauf achten, an welcher Stelle ihr die Buffs setzt. Die Erklärung folgt dann beim eigentlichen Kampf. Aber alles, was euch irgendwie am Überleben hält, ist natürlich in den verschiedenen Phasen extrem hilfreich. Besonders die Stärke, die einfach den Schaden reduziert, den ihr bekommt, also ganz wichtig. Auch gegen die Angriffe von Bommel selbst ist auch Plus Defense hilfreich. Es ist ein Schild, ist sehr hilfreich, um gegen die eigentlichen Endboss-Angriffe zu gehen. Das wird euch nichts gegen die Bomben nützen. Die Bomben ignorieren sowohl Schilde als auch Defense. Da braucht ihr einfach möglichst viel Lebenspunkte. Geschwindigkeit ist normalerweise immer King, also wenn ihr schneller seid und möglichst oft auch drankommt. Das hängt aber natürlich ganz stark von der Stufe ab, auf der ihr seid. Wir haben jetzt dann mit diesen speziellen Taktiken ja schon über Blockade Damage gesprochen. Grundsätzlich ist Unkillable genauso funktionabel wie der Blockade Damage, denn ihr könnt auch nicht sterben, wenn ihr den Schaden auch bekommt. Und eine andere Alternative auch mit bestimmten Champions, die ihr solo machen könnt oder auch mit Champions, die diese Fähigkeit auf das gesamte Team verleihen, aber schon schwieriger zu spielen und auch auf automatisch vor allem sehr schwierig zu timen, ist Wiederbeleben bei Tod. Das kann natürlich auch funktionieren, wenn ihr sterbt, dass danach alle eure Champions wieder aufstehen, aber das ist dann schon noch etwas schwieriger im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten, das auch einzusetzen. Das sind so meiner Meinung nach die wichtigsten Buffs und vielleicht noch einen kleinen Nachtrag zu den Schadensbuffs und noch einen kleinen Nachtrag zu den Schadensbuffs, der mir noch einfällt, weil es ist auch eine Taktik, die wir uns noch anschauen werden, ist es, wir verpassen ihm einfach Bomben, denn er ist auch besonders anfällig gegen Bomben. Also Bomben-Champions könnt ihr auch sehr gut gegen Bommel einsetzen. Doch soweit soll dieser Kurzüberblick über Bommel auch schon reichen. Ich hoffe, ihr habt Interesse daran, noch mehr über Bommel zu lernen. Dann bleibt gerne mit dabei. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg, wenn ihr euren Champion Pool analysiert. Schaut, welche Champions euch dabei helfen können, Bommel zu besiegen und dann in den Kampf mit reingeht. Also springen wir wieder zurück zu dem Punkt wie bei jedem meiner Grundlagenvideos. Wir sprechen erstmal darüber, warum man Bommel tun sollte. Und wie bei allen Bossen im Doom Tower gibt es da genau 2 Gründe. Ich vermute, bei Bommel der allerwichtigste Grund ist es, dass man an ihm vorbeikommt, weil man am Doom Tower weiter voranschreiten will. Denn gerade in der Rotation, in der wir im Augenblick sind, gibt es ja auch die Dunkle Fee. Die Dunkle Fee steht an der Spitze des Turms und hinterlässt Lethal Gear. Das heißt, man möchte auf jeden Fall, wenn möglich, die Dunkle Fee farmen. Damit muss man an Bommel vorbei. Bommel selbst hinterlässt auch Material zum Craften. Ihr könnt damit also Ausrüstungsgegenstände, ein bestimmtes Ausrüstungsset auch craften. Wenn wir hier also in die Schmiede auch mit reingehen, dann sehen wir schon sehr schön an dem Symbol, dass es sich hier um das Tapferkeitsset auch handelt. Also wir können hier diese Furchthornplatten auch bekommen. Also Furchthorn ist ja auch der Name, den Bommel im Deutschen auch hat. Und mit diesem Set hat man ein nettes Ergänzungsset. Also das Set ist auch wirklich nicht schlecht, aber schon eher in der Nische. Wir bekommen den hohen Widerstandswert, genauso wie das Widerstandsset bekommt zusätzlich noch plus 10% Defense. Also es ist kein Set, das man anstrebt oder bei dem man sagt, ich baue jetzt meine Champions damit. Wenn man aber natürlich einen stabilen Supporter hat und der stabile Supporter ist jetzt mit Defense, Lebenspunkten und Widerstand gebaut,
und man hat irgendwo noch 2 Slots frei, dann kann man schon mal ein Tapferkeitsset mit reinnehmen. Ist natürlich inzwischen weit in den Hintergrund gerückt, nachdem irgendwann mal diese variablen 9 Sets auch mit rausgekommen sind. Also jetzt gerade alles, was neu ist, was man auch über die Schmuckstücke dann auch nehmen kann, ist oft attraktiv und damit hat man selten noch 2 Slots übrig, um noch irgendwo mal ein Set reinzunehmen. Es ist eine direkte Steigerung vom Widerstandsset, aber auch nicht wirklich spektakulär besser. Deswegen meiner Meinung nach kein Grund, Bommel dann auch zu farmen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, die dunkle Fee zu farmen, auch wenn es eine Stufe weiter unten ist, dann geht lieber auf die dunkle Fee. Dummerweise wird aber dieses Vorbeikommen an Bommel in deren Rotation sehr schnell sehr wichtig. Warum? Bommel steht auf Ebene 10. Das heißt, es ist der erste Endboss, der euch begegnet, wenn ihr frisch im Spiel seid, seid ihr normalerweise noch auf normal unterwegs. Und ja, der normale Boss, den könnt ihr noch sehr schnell einfach mit viel Schaden, ohne dass man die Mechaniken groß beachten muss, erledigen. Ich denke, bei einem 50er kann das auch noch ganz gut funktionieren. Bei dem 90er, auch auf normal, wird es dann schon wirklich schwierig. Ich musste auch hier schon spezielle Taktiken auch anwenden. Ich hatte da noch keinen Helicat. Ich bin hier mit meinen Champions normal reingegangen. Eine Cornelia hat mir sehr stark geholfen, auch durch den intensiven Heal, den sie sich auch selbst geben kann. Also sehr überlebensfähige Champions waren hier sehr hilfreich. Aber spätestens auch bei H10 hätte ich ohne Block Damage erstmal keine Chance mehr gehabt. Schauen wir uns jetzt den Boss und den Kampf auch einmal im Detail an. Fun Fact am Rande, ich bin den kompletten Kampf jetzt durchgegangen und habe dieses Video für mich gedanklich schon aufgenommen gehabt, beziehungsweise ich dachte, das Recording läuft und dann habe ich irgendwann festgestellt, oh Mist, das Recording war nicht angeschaltet, deswegen das Ganze nochmal. Dafür sehen wir jetzt hier diese Siegesanzeige, dass das Team, das wir uns jetzt gleich auch ansehen werden, sogar auf Auto läuft, denn ja, ich musste das Mittagessen vorbereiten, habe dann einfach mal angeschalten, völlig gleichgültig, ob es läuft oder nicht und bin dann hochgegangen. Ja, deswegen starten wir das Ganze jetzt via Replay auch nochmal und ich spiele kurz zum Boss weiter und wenn wir beim Boss angekommen sind, erkläre ich euch die Details diesmal mit Recording. So, da ist er. Furchthorn, Bommel, je nachdem, wie man ihn nennen möchte. Und wir schauen uns jetzt im Detail mal alle Fähigkeiten an, die er hat, sowohl die aktiven als auch die passiven. Er hat 4 aktive Fähigkeiten und 4 passive. Wir fangen rechts an und arbeiten uns dann nach links auch durch. Und ich gebe euch zu jedem auch ein paar Kommentare, wann und wie es wichtig im Kampf ist. Hier ganz rechts Fortbestand. Alle Zugmeter Verringerungseffekte werden um 50% reduziert. Auf der einen Seite steckt da die Information drin, dass ihr den Rundenmeter reduzieren könnt. Es ist also möglich. Wir werden aber später sehen, dass es einen riesengroßen Nachteil hat, wenn ihr das wirklich tut. Durch diese Reduzierung um 50%, wie es auch andere Doom Tower Bosse wie zum Beispiel die Dunkle Fee haben, ist es in der Theorie schon sehr schwierig, ihn komplett zu kontrollieren, dass er keinen Zug bekommt. Tatsächlich ist es aber so, diese Taktik, die fällt bei ihm komplett raus und wir werden auch gleich sehen, warum. Dann haben wir den Standard Omnipotent, was eigentlich alle Bosse ab Dungeon 21 und alle Doom Tower Bosse und alle aktuellen Bosse haben, um einfach gegen ja, Schadensangriffe, die auf den maximalen LP des Bosses basieren, zu reduzieren. Das ist gekappt auf 10%. Da gibt es nur wenige Ausnahmen, die dagegen vorgehen. Also alle eure Champions, die mit mehreren Angriffen jeweils dann auch Max LP machen. Musterbeispiel dafür natürlich ein Knut. Aber Hintergrund ist, mit einer Cold Heart kann man einfach nicht Unmengen an Schaden machen, sondern hier ist man auf 10% des Lebensbalkens dann auch reduziert. Dann daneben wieder, wie bei vielen und den meisten Bossen, allmächtige Immunität. Wir haben die Resistenz, also die vollständige Resistenzimmunität gegen einen Großteil der Standard-Skills, die bei den Bossen natürlich immer anfällig sind. Hier gibt es hin und wieder natürlich bei den verschiedenen Bossen mal dann Detailänderungen. Der eine Boss ist vielleicht mal anfällig gegen Provozieren, bei dem anderen Kopf der Chimäre kann man aktive Fähigkeiten blockieren, aber im Standard sind die Bosse immun gegen Versteinerung, wahre Angst, Angst, Entkräften und so weiter, wenn es denn keine Besonderheit ist. So, jetzt kommen wir zu der eigentlichen sehr individuellen Passiven von Bommel und zwar Druckwelle. Diese Druckwelle ist eine Fähigkeit, die man auf jeden Fall auf dem Radar haben muss. Zum einen immer wenn man Bommel einen Debuff verleiht. Und wir haben ja vorhin auch gesehen, dass wir sehr viele Debuffs auf Bommel ja auch legen wollen. Einfach auch, um zu überleben, um einfach mehr Schaden zu machen. Wenn wir ihm also einen Debuff geben, wird der Champion, der diesen Debuff vergibt, eine Bombe bekommen. Und diese Bombe hat einen 2 Runden Detonationstimer. Diese Bomben sind auch garantiert. Also ihr könnt hier nicht widerstehen, ihr könnt sie nicht blockieren. Die kommen auch garantiert bei euch an. So, und jetzt kommt das eigentliche Fiese. Immer wenn eine dieser Bomben dann explodiert, dann hat jeder der Champions bei euch im Team, also unabhängig, ob die Bombe auf diesem Champion war,
hat die Bombe eine Wahrscheinlichkeit von 25%, einen eurer Champions in den Stun zu versetzen. Also, mit Pech kann es einfach sein, dass eine explodierende Bombe das halbe Team bei euch dann auch in den Stun versetzt und das kann auch den kompletten Kampf wenden und bringt natürlich noch mal 'nen sehr hohen Zufallsfaktor rein und deshalb ist es auch wichtig, ein bisschen, wenn ihr da reingeht, zu sehen, okay, habt ihr grundsätzlich eine Chance, dann auch Furchthorn, Bommel mit diesem Team zu besiegen und habt ihr vielleicht einfach nur unglaublich viel Pech gehabt und es dann potenziell in verschiedenen Versuchen immer und immer wieder zu probieren. Was wichtig ist zu wissen, diese Lähmung könnt ihr auf der einen Seite widerstehen. Ihr könnt auch diese Lähmung vermeiden, wenn ihr einen Blocke Debuffs Buff auch mit habt. Also zwei Varianten, wie es eben nicht zu dieser Lähmung kommt. So, und jetzt sehen wir zum Abschluss bei dieser passiven noch, wie sich Plarium ein bisschen gedacht hat, dass wir diesen Boss dann auch besiegen. Also zum einen hier oben die Bombe, die verliehen wird, das passiert nicht, wenn der Debuff eine eigene Bombe ist. Und unten sehen wir auch wiederum, Bommel bekommt 300% mehr Schaden durch Bomben. Also ganz klar, die klassische Taktik, die die Plarium-Spieledesigner im Hinterkopf hatten, ist, dass man hier mit einem Bombenteam auch reingeht und Bommel mit den eigenen Waffen schlägt und sozusagen wegbombt. Ist auch eine der Taktiken, werden wir später auch noch ein Team dazu sehen. Aber hier ganz wichtig, immer wenn ihr Debuffs auf Bommel platziert, bekommt ihr Bomben. Deswegen vermeidet unnötige Debuffs, wenn es denn auch nicht wirklich sein muss. Kommen wir zu den aktiven Skills und die sind auch wirklich wichtiger. Bommel beginnt den Kampf immer mit gruseliger Diener. Mit der A4, das wird der erste Skill sein, den Bommel macht. Der Skill hat aber einen 5 Runden Cooldown. Warum das wichtig ist, da gehen wir gleich noch drauf ein. Was passiert? Bommel verleiht sich selbst einen Angriffssteigerer und zwar einen garantierten Angriffssteigerer. Den könnt ihr nicht beeinflussen, den könnt ihr nicht reduzieren, wegnehmen. Ihr habt sozusagen einen geschützten Buff auf Bommel. Ich meine, es ist ein Boss, der Schaden basierend auf Angriff macht. Auch der Bombenschaden basiert auf Angriff. Was ihr also nicht haben möchtet, ist, dass Bommel diesen Buff bekommt. Ihr könnt nichts gegen diesen Buff tun, sobald er drauf ist. Was ihr aber machen könnt, und deswegen hatte ich das am Anfang auch angesprochen, ihr könnt den Blocke Buffs Debuff auch mitsetzen, bevor Bommel drankommt. Um je nach Schwierigkeitsgrad zu wissen, wann Bommel drankommt, wie viel Geschwindigkeit Bommel hat, also in der Beschreibung unten findet ihr wie immer das Hell Hades Stages Tool. Die Website könnt eingeben, okay, ich bin jetzt hier auf H10 im Doom Tower, dritte Rotation. Und dann seht ihr in diesem Beispiel, dass Bommel 250 Genauigkeit hat und dass ihr 355 Widerstand braucht, um auch den Effekten zu widerstehen, die jetzt nicht geschützt sind und denen ihr auch widerstehen könnt. Das wird bei mir beim Team später ganz interessant, denn mein Helicat, den ihr da unten seht, der hat tatsächlich so viel Widerstand. Und es ist auch ganz wichtig, damit dieses Team dann auch funktioniert bei mir. So, gehen wir dann in die A3. Die A3 wird der zweite Skill sein, denn die A4 hat hier noch einen Zusatzsatz und verleiht einen Zusatzzug. Also Bommel kommt direkt zweimal dran und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, an den ihr denken müsst, wenn ihr am Anfang schon mal Debuffs auf Bommel platziert. Also ihr wollt natürlich am Anfang Debuffs platzieren, ihr wollt diesen Blocke Buffs Debuff haben, ihr wollt einen Minus Attack auch mit drauf haben. Ihr bekommt dafür zwar Bomben auf eure Champions, ich meine, das haben wir jetzt auch gerade durch die Passive auch festgestellt, aber dennoch wollt ihr diese Debuffs drauf haben. Dadurch, dass Bommel allerdings 2 Runden direkt hat, werden diese Debuffs sehr, sehr schnell auch wieder weg sein. Also entweder ihr habt die Verlängerung eurer Debuffs drauf, das sind Debuffs, die 3 Runden halten, oder ihr seid bereit, relativ schnell auch noch mehr Debuffs zu setzen, damit ihr dauerhaft eben den Vorteil dieser Debuffs nutzen könnt, wie jetzt vielleicht minus Genauigkeit, wenn ihr mit einem Widerstandsteam hier auch reingeht. Nach dieser Zusatzrunde geht es also in die A3. Die A3 nennt sich Bombenregen und was dann passiert ist, es werden alle Buffs von euren Champions entfernt und genau deswegen wollt ihr, bevor Bommel drankommt, keine Buffs platzieren. Ihr wollt euch keinen Plus Speed geben, ihr wollt kein Plus Defense, Plus Attack, wie auch immer, denn diese Buffs werden entfernt, aber es ist nicht nur das, es wird noch schlimmer, die Buffs werden dann durch Bomben ersetzt. Und auch bei den Bomben gibt es keine Variante, ihnen irgendwie zu entkommen. Wenn ihr einen Buff bei euch drauf habt, dann wird eine Bombe bei euch platziert sein und euer Buff, wenn er sich entfernen lässt, lässt sich entfernen. Ihr seht bei mir im Team, ich habe das Bolster-Set drauf. Das Bolster-Set kann natürlich nicht entfernt werden. Ich werde aber diese Bombe für das Bolster-Set trotzdem bekommen, weil ihnen nicht standgehalten werden kann. Also es ist sozusagen nur das Entfernen dieses Schildes wird durch das Bolster-Set verhindert im Vergleich zu einem normalen Schild. Also ganz wichtig, bevor dieser Skill kommt, die A3, und ihr solltet im Verlauf dieses Kampfes, wenn ihr den macht, auch immer den Cooldown im Auge behalten, ist es wichtig, euch nicht zu buffen. Denn wenn ihr euch einmal durchgebufft habt, ihr habt vielleicht 4, 5 Buffs auch drauf und dann kommt dieser Skill, ersetzt alle eure Buffs durch Bomben, dann ist der Kampf höchstwahrscheinlich gelaufen, wenn ihr nicht einen Blocke Damage auch mit platzieren könnt oder ein Unkillable
oder irgendwas in der Richtung. So, dieser Skill hat jetzt aber nur einen 3 Runden Cooldown. Also während ganz am Anfang des Kampfes erstmal diese zusätzlichen großen Bomben beschwört werden, also Plus Attack, großen Bomben kommen, Angriffssteigerer, ist es hier mit dem Entfernen der Buffs auf 'm 3 Runden Cooldown. Also immer 'n Blick auf den Cooldown halten. Ihr wollt immer, bevor der Bombenregen kommt, keine Buffs haben und ihr wollt immer, bevor der gruselige Diener kommt, den Blocke Buffs dann auf Bommel auch platzieren. So, die A2, die bringt dann noch mal 'n Schadensskill mit, und zwar verleiht Bommel LP-Burn auf alle eure Champions. Also LP-Burn ist ja an sich schon nervig genug, weil es tickt immer, und was ihr in dem Kampf haben wollt, ist, so gut es möglich ist, volle Lebenspunkte, weil ihr an jeder Ecke immer Schaden bekommen werdet. Versucht also durch Heilung, und Heilung ist ganz, ganz wichtig in dem Kampf, eure Lebenspunkte möglichst hoch zu halten. Deswegen ist LP-Burn natürlich schlecht. LP-Burn ist in dem Fall aber sogar noch schlechter. Es gibt hier noch einen passiven Effekt. Wenn der Champion zusätzlich eine dieser Bomben drauf hat, dann gibt es nochmal 100% mehr Schaden durch den LP-Burn. Und das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Man kann diesem LP-Burn widerstehen. Man kann gegen den LP-Burn auch einen Blocke-Debuff-Buff auch bei sich mit drauf haben, damit er nicht platziert wird. Und man kann ihn entfernen. Also auch ein Cleanse ist eine super Variante. Bei mir im Team ist es jetzt ein Bad El-Kassar zum Beispiel. Ihr könnt eine Verderbenspriesterin mit reinnehmen. In der Luxusvariante vielleicht eine Tuhanarak, die immer, wenn sie drankommt, dann auch die Debuffs entfernt. Also das sind dann super Champions. Aber auch bei dem Grundlagenguide wie bei allen anderen gehe ich ja nicht auf individuelle Champions ein, weil einfach der Champion Pool bei Raid immer größer wird. Und in einem Jahr von jetzt ab, der Boss wird noch genauso funktionieren mit den gleichen Mechaniken, aber es wird viel mehr Champions geben, die vielleicht viel besser geeignet sind, dann auch mit denen, die ich jetzt hier in diesem Video erwähne. Deswegen ist es immer in den Grundlagenvideos wichtig, dass ihr versteht, welche Fähigkeiten ihr braucht, welche Fähigkeiten der Gegner einsetzt und wie ihr gegen diese dann auch angehen könnt. Es ist ein klassisches Katz-und-Maus-Spiel. Man muss irgendwie gegen alles, was der Gegner dann auch platziert, irgendwie eine Lösung dann auch parat haben. Die A1, das ist dann 100% Schaden, kann man sagen, und zwar Schaden auf 2 Wegen. Es gibt den ganz normalen Schaden und es gibt dann auch noch Schaden durch die Debuffs, die bei euch drauf sind. Also ihr habt Bomben drauf, dann wird der Bombentimer reduziert, was oft dazu führt, dass die Bombe direkt explodiert. Zusätzlich werden die LP-Burns, die bei euch drauf sind, auch noch mal aktiviert. Also es kann aus 3 verschiedenen Quellen kann es wirklich Schaden geben, und das sorgt schon auch dafür, dass wenn diese A1 kommt und ihr nicht darauf vorbereitet seid, ihr angeschlagen seid, es auch euer Team direkt mit auslöscht. So, dann gehen wir mal den Kampf Schritt für Schritt durch und wir schauen uns die ersten Züge mal gemeinsam an. Ich erkläre euch nochmal, wie ich mit diesen Fähigkeiten auch umgehe, damit auch ihr mit euren Teams auch ungefähr einschätzen könnt, was ihr an welcher Stelle in diesem Kampf auch tun solltet. Denkt daran, wenn man vor Bommel drankommt, und Bommel hat hier auf H10 auch nur 175 Geschwindigkeit, also es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr mit drankommt, dann solltet ihr keine Buffs machen. Das ist normalerweise die Rolle bei mir im Team von Sabita. Also sie setzt hier den Plus Defense, den Plus Attack, gerade damit auch Alice mehr Schaden macht. Ich muss mich zurückhalten, gehe nur auf die A1, mache nur mit der A1 Schaden. Warum habe ich überhaupt eine Alice dabei? Mit der negativen Affinität als Damage-Dealer ist ja meistens keine gute Idee. Zum einen trägt sie eine 5er Brimstone-Seele, wie wahrscheinlich alle von euch auch, die frisch angefangen haben. Das macht auch absolut am meisten Sinn. Später im Verlauf des Spiels wird Alice natürlich eine andere Seele bekommen, wenn sie den Fokus dann auf die Arena bekommt, aber Stand jetzt ist diese 5er Brimstone-Seele an allen Bossen einfach glorreich. Und das muss ich sagen, bei den ganzen letzten Login-Champions, ob das jetzt ein Skeletor, ob das ein Loki war, genau eine 5er Seele auf einem legendären Champion sorgt auch dafür, dass ihr mit Brimstone an den Bossen einen unglaublichen Fortschritt macht. Denn ihr werdet auch sehen, wenn in dem Kampf Brimstone auch einmal ausgeführt wird, dass es ein riesen Batzen von diesem Lebensbalken auch mit runterkommt. Und deswegen mit der A1, da haben wir 2 Chancen, und tatsächlich mit dem ersten treffen wir auch direkt. Was wir nicht machen wollen, ist, wir wollen definitiv nicht die A2 machen, denn die A2 senkt auch inzwischen erfolgreich. Das war ja mal kurz verbuggt, dass es bei Endbossen nicht funktioniert hat, aber die A2 senkt eben auch das Rundenmeter. Davon wollen wir auf jeden Fall die Finger weglassen. Wir können jetzt hier noch den Attack mit Defense Ignore machen, war jetzt leider ein schwacher Angriff, deswegen macht es nichts. Ja, jetzt haben wir Ugo mit hier im Team mit der Rolle, den Blocke-Buff-Debuff auch zu setzen. Und Ugo hat leider auch schwache Affinität. Es kann also sein, dass der nicht sitzt. Ich habe jetzt in dem Fall Glück, das heißt, er sitzt. Und das ist ganz wichtig, denn wenn Bommel drankommt, ihr erinnert euch, er kommt zuerst mit gruseliger Diener. Wir wollen verhindern, dass dieser sichere Angriffssteigerer kommt, denn das hatte ich vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt. Dieser Angriffssteigerer hält für 5
Züge. Permanent bekommt er diesen Angriffssteigerer, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass zu dem Zeitpunkt der Angriffssteigerer eben nicht platziert werden kann. So, und jetzt haben wir den kleinen Knackpunkt, dass wenn ich jetzt mit Ugo angreife, okay, es war jetzt zum Glück ein schwacher Angriff, aber Ugo hat als Mastery ja Evil Eye. Das reduziert auch das Rundenmeter und dann hätten wir direkt noch eine zusätzliche dicke Bombe von Bommel bekommen. Das wollt ihr natürlich verhindern. Deswegen wäre hier statt Ugo natürlich viel, viel besser Sun Wukong. Und ihr habt höchstwahrscheinlich Sun Wukong wahrscheinlich sogar auf Rang 6. Bei mir ist Sun Wukong noch auf 50. Er hat auch keine 175 Geschwindigkeit, weil die Schuhe auch noch nicht hochgelevelt sind. Deswegen kann ich ihn hier auch aus Demo-Zwecken nicht mit reinnehmen. Aber Sun Wukong ist aus verschiedensten Gründen hier viel besser als Ugo. Zum einen, wir haben auch einen 3 Runden Cooldown für den Blocke-Buff-Debuff. Wir haben die starke Affinität. Dadurch kann er auch mehr Schaden machen. Und wenn er stirbt, er kommt einfach wieder. Also gerade als Kombination mit einem anderen Champion, der hier Bommel auch alleine machen kann, ob das jetzt eine Lady Annabelle oder wie auch immer ist Sun Wukong einfach ein super Damage-Dealer. Vielleicht habt ihr auch Brimstone dann auf Sun Wukong und könnt dann damit auch über Brimstone diesen Schaden machen, wenn eben jetzt keine Alice mit Brimstone dabei ist. Ja, deswegen, Ugo hat seine Schuldigkeit im Prinzip getan, also die Hauptschuldigkeit, die er hat. Bad L macht definitiv jetzt nicht die A2, sonst hatte ich ja noch mehr Buffs drauf, die entfernt werden. Das gleiche auch mit Helicat, auch hier werden jetzt keine Buffs verliehen, wir gehen einfach mit der A1 drauf. Wir setzen sogar noch eine Schwäche, was jetzt sehr gut ist. Wir haben jetzt unter anderem auch gesehen, was Brimstone hier angerichtet hat. Also schaut euch mal den Teil des Lebensbalkens an, dadurch, dass Brimstone zweimal getriggert wurde durch die A4 und die A3. Also wir haben jetzt diese zwei großen Bomben vor uns und wenn diese Bomben, die haben auch einen eigenen Rundenmeter, wenn die voll sind, werden sie explodieren und uns 40% unseres Lebens auch abnehmen. Deswegen, die beiden werden im Prinzip zur gleichen Zeit auch explodieren und das gibt einen riesengroßen Impact, auf den man in irgendeiner Art und Weise reagieren muss. Entweder man sorgt dafür, dass die Bomben eingefroren sind, dann machen sie nur 50% des Schadens, aber man sollte definitiv möglichst viele Lebenspunkte haben, denn kurz danach kommt normalerweise Bommel auch wieder dran mit seinem normalen Angriff und dann ist man vielleicht froh, dass man die Bomben überlebt hat, aber dann kommt Bommel mit dem Angriff und haut dann noch das restliche Team um. Was sehr helfen kann, ist auch eine Lilly zum Beispiel. Also grundsätzlich stabile Supporter, Wiederbeleber, auch in der starken Affinität. Ich habe auf dem Free-to-Play 2024 Account Bommel hauptsächlich über Lilly gemacht. Das heißt, alle anderen sind gestorben. Lilly ist stehen geblieben, hatte einen hohen Widerstandswert, hat die starke Affinität, konnte die Bomben schlucken und dann auch im Zweifelsfall das komplette restliche Team wieder aufheben und zusätzlich dann eine Heilung bekommen und ist dann auch wieder hoch. Das Ganze ist ein paar Mal passiert, aber das ist auch eine Variante, die ihr gehen könnt, dass einfach zumindest einer eurer Champions überlebt. Und damit sind wir jetzt in der zweiten Runde eurer Champions. Was macht denn jetzt natürlich eine Sabita? Ganz klar, jetzt kommen die Buffs raus, ich möchte mehr Schaden machen, ich gehe wieder mit der A1 rein, ganz viele schwache Treffer leider bloß. Die Bombe auf mir selber explodiert. Wieder die A1, wir machen die Finger weg von der A2, wir können ein bisschen Schaden machen. Brimstone hat ja einen Cooldown, also Brimstone kann ja nicht dauerhaft immer platziert werden. Ich denke, ab der nächsten Runde kann ich wieder einen Brimstone platzieren. So, und wir sehen, eine Bombe ist explodiert, und zwar die bei Alice. Und dafür haben wir eine Betäubung bei Sabita bekommen, genau wie wir es vorhin besprochen haben. Es kann alle bei euch im Team erwischen mit einer 25% Wahrscheinlichkeit. Und das ist natürlich ein riesen Zufallspotenzial, wie so ein Kampf laufen kann. Ich könnte mich jetzt entscheiden zu heilen. Das mache ich auch, damit ich zusätzlich ein bisschen Heilung auch noch mit drauf habe. Ich habe jetzt einen Defense-Steiger auf Helicat, dadurch ist das Schild auch noch etwas größer. Und damit schütze ich mich jetzt schon mal vor Bommel. Der kommt auch gleich dran und greift mich an. Bei den Bomben habe ich immer ein wenig das Rundenmeter im Auge, denn wenn dieses Rundenmeter so gut wie voll wird, werden die Bomben explodieren und dann möchte ich natürlich den Blockade Damage von Helicat drauf haben. Angenommen, ihr habt einen Unkillable, möchtet ihr dann euren Unkillable auch ausfahren. Angenommen, ihr habt weder noch, dann solltet ihr zu dem Zeitpunkt darauf achten, dass zumindest eure Lebenspunkte voll sind, ihr vielleicht trotzdem ein Schild habt, auch wenn das Schild nicht gegen die Bomben hilft, aber für den anschließenden Angriff vom Bommel, den könnt ihr dann damit abfangen und habt die Gelegenheit danach euch wieder hochzuheilen und von den Bomben dann auch zu erholen. Solange es bei 2 Bomben bleibt, habt ihr eine realistische Chance, wenn euer Team stabil mit viel Heilung, mit viel Cleanse auch gebaut ist. Ihr braucht gar nicht so viel Damage-Dealer. Ihr könnt Brimstone den Job machen lassen, ihr könnt einen HP Burn den Job machen lassen. Das muss auch nicht ein Geo sein, das kann auch ein Drexter sein, der extrem gut ist, wenn er zum Beispiel angegriffen wird. Dann auch ein Burn direkt bei Bommel auch platziert. Also Burn
Gift. Das sind alles Varianten, die höchstwahrscheinlich sogar besser sind, als wenn ihr auf puren Damage auch geht. Außer ihr habt natürlich so Kanonen wie Knut, aber dann braucht ihr realistisch auch dieses Grundlagenvideo wahrscheinlich nicht. So, Sabita geht wieder auf die A1. Wir sind jetzt dann hier wieder bei Bommel. Er greift mich einmal an mit der A2. Wir sehen, er platziert dann auch die LP-Verbrennung. Helicat widersteht aufgrund der Widerstand, die er hat. Und es ist auch wieder eine Bombe explodiert. Das heißt, wir haben sowohl auf Bad L als auch auf Sabita im Augenblick einen Stun. Das ist ein ganz guter Zeitpunkt, weil die Burns möchte ich natürlich auch runterbekommen. Insbesondere bei Bad L. Wir haben bei Bad L Bombe plus Burn. Das bedeutet natürlich, der Burn tickert auch doppelt so stark. Also wir machen einen Heal. Okay, leider haben wir in dem Fall nur den Stun erwischt und nicht den Burn, aber Bad L selbst wird dann wahrscheinlich auch zum Glänzen kommen. Hoffe ich zumindest. Und jetzt dann neu versuchen, Brimstone zu platzieren. Brimstone sitzt wieder, sehr wichtig. Und ja, wir können zwar jetzt nicht glänzen, wir bekommen also mehr LP-Burn-Schaden, aber einfach mal eine komplette Heilung. Sabita macht auch wieder die A1. Und wenn wir uns jetzt die Bomben anschauen, dann sehen wir, die Bomben sind kurz davor zu explodieren. Das ist bei Helicat natürlich ganz entspannt, weil Helicat ja ein 2-Runden-Blocke-Damage hat. Das heißt, auch in dem Fall, wenn ich den jetzt mache hier und Ugo kommt vorher dran, dann stört es nicht, weil wenn die Bomben explodieren, ist Ugo immer noch geschützt. Deswegen, was ist auch eher negativ, was ist schlecht, wenn ihr so eine Taktik fahrt? Relentless. Wenn jetzt mein Ugo zum Beispiel Relentless bekommt, kein Relentless Proc, insofern bleibt er weiterhin geschützt, wenn jetzt die Bomben explodieren. Das gleiche kann jetzt aber natürlich auch meine Alice passieren. Sie hat nämlich auch Relentless an, ist zum Glück nicht passiert. So, die Bomben explodieren jetzt gleich. Ich warte nur darauf. Jetzt kam der Zusatzzug von Bad L, der hat nämlich auch Relentless an und deswegen bekommt er jetzt den gesamten Schaden. Ich habe mal die Geschwindigkeit runtergestellt, da können wir uns das auch sehr schön anschauen. Also Bad L macht nochmal die A1, dann kommt Sabita nochmal dran. Wir sehen, der Balken von Bommel ist sehr weit unten, also ich muss jetzt diesen Buff auch gar nicht machen, um dann dem Angriff zu widerstehen. Vor allem, was wäre schlecht daran, wenn wir einen Blick auf die Skills vom Bommel auch werfen, sehen wir, als nächstes kommt der Bombenregen. Genau deswegen wollen wir jetzt auch möglichst wenig Buffs bei uns drauf haben. Wir werden Buffs drauf haben, gerade wenn der Block Damage von Helicat auch ausläuft, wird es auch durch einen Defense ersetzt. Aber Sabita macht natürlich damit keinen Buff. Und jetzt kommen hoffentlich endlich die Bomben. Jetzt eine Explosion, die zweite Explosion. Wir sehen, alle mit einem Block Damage Buff haben nichts abbekommen. Bad L hat 80% seines Lebens verloren. Und jetzt ist einfach der Punkt, dass man sich davon wieder erholen muss. Das heißt, ich schalte wieder auf die zweifache Geschwindigkeit. Die Explosionen haben wir gesehen. Wir sehen jetzt nochmal Sabita auf der A1. Hier die A1 von Ugo trifft zum Glück schwach, also keine zusätzliche Bombe. Die A1 von Alice. Und jetzt kann ich wieder nicht buffen, weil ich bin tatsächlich zu schnell für den Boss auf H10. Brimstone macht einen Großteil des Schadens hier. Und na, sehen wir es jetzt? Genau, wir haben den Zugmeterverringerer durch die Mastery, deswegen ist eine zusätzliche Bombe auch rausgekommen. Also wenn ihr sowas mit drin habt, wenn alle eure Champions auch mit dieser Fähigkeit ausgestattet sind, dann macht ihr euch den Kampf natürlich wirklich, wirklich deutlich schwieriger. Wenn wir jetzt hier nochmal weiter angreifen, dann setzen wir den nächsten Brimstone. Ich muss sagen, der Kampf läuft gerade ziemlich perfekt. Die nächste Fähigkeit, die er macht, er wird wieder die 2 Bomben setzen und sich den Angriffssteigerer geben. Also wir müssen gucken, dass hier auch ein Blocke-Buff drauf ist. Der ist in dem Fall drauf, deswegen muss ich mir jetzt wenig Gedanken machen, selbst wenn jetzt mal ein V-Kit kommt. Okay, er hat sich jetzt dadurch, dass er so wenig Leben hatte mit den 2 Bomben, ist er gestorben, aber Sabita kann ihn auch wieder aufheben. Wir haben die 9 Bomben im Spiel. Wir müssen jetzt aufpassen, weil wir haben jetzt 2 unterschiedliche Zeitpunkte, an denen die Bomben auch explodieren. Ich hebe jetzt mal einmal Bad L auf. Und als nächstes werden wieder meine Buffs entfernt. Also wir haben wieder die A3 ready, die Bommel als nächstes machen wird. Und hier unten passiert immer ganz wildes Zeug, dadurch, dass man eben auch immer mal wieder gestunt wird. Also man muss sich hier Runde für Runde vorankämpfen und es kann mal funktionieren und es kann auch nicht funktionieren. Deswegen, wir gehen jetzt hier wieder mit der A1 drauf. Wir sehen, die kleine Bombe wird jetzt auch gleich explodieren. Wir brauchen im Endeffekt jetzt von Helicat wieder den Blocket Damage. So, wir können uns auf jeden Fall mal buffen. Der Blocket Damage ist noch nicht da, aber dafür können wir schon mal ein Schild machen. Damit sind wir nicht sicher vor dieser Bombe. Wir haben gesehen, Bad L hatte einfach zu wenig Leben, deswegen hat ihn diese Bombe getötet. Alle anderen haben auch eingesteckt. Aber wenn Bommel das nächste Mal drankommt, vor seinen Angriffen schützt uns dieses Schild. Also hier ist es auf jeden Fall hilfreich. Und ich befürchte nur leider, dass die Geschwindigkeit nicht ganz reicht, dass Helicat drankommt, bevor die 2 Bomben hier drüben dran sind. Das wäre die Voraussetzung, um das Ganze zu überstehen. Oh, es reicht doch. Helicat ist schnell genug. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf den Blocket Damage. Die beiden Bomben explodieren.
Wir prüfen, wann wir den Blocke-Buff brauchen. In 2 Runden. War ein schwacher Angriff, das ist ein bisschen schade. Das heißt, als nächstes packt sich Bommel am Ende noch 'n Plus-Angriff-Steigerer drauf. Dann sehen wir das im Verlauf dieses Kampfes tatsächlich auch noch mal. So, Helicat greift wieder ein paar Mal an mit der A1. Wir können ab jetzt ganz beruhigt die A1 machen. Das triggert ja nur ein einziges Mal, diese Mastery. So, wir versuchen den nächsten Brimstone zu setzen und im Endeffekt gewinnt uns Brimstone diesen Kampf. Als nächstes werden die Buffs entfernt, deswegen belebe ich jetzt nicht wieder. Denn wenn ich wieder belebe, ja, dann hat er einen Blocke-Damage-Buff, aber der wird direkt wieder entfernt. Erwarte ich lieber ab, bis die A3 einmal drangekommen ist. Und das sind genauso Entscheidungen, die kann man im Automodus natürlich nicht treffen. Deswegen ist es hier manuell zu spielen einfach deutlich wertvoller. So, die beiden Bomben. Ich glaube, wir werden Bommel erledigen, bevor diese beiden Bomben in irgendeiner Art und Weise zum Tragen kommen. Wir sehen aber, dass unser Blocke-Buff Debuff nicht gesetzt hat. Deswegen hier dieser Plus-Attack. Ab jetzt würde Bommel so richtig fies Schaden machen. Das stört uns allerdings nicht mehr weiter, denn er ist schon so gut wie tot. Wir haben vor allem mit Helicat jetzt einen Champion, der sich auch solo beim Boss auch halten kann. Ihr seht, der ganze Rest stirbt jetzt. Und ich setze jetzt hier nochmal ein Schild, stelle auf Auto und den Rest erledigt dann Helicat von alleine. Zack, die Bomben explodieren, der Blocke Schaden. Und so funktioniert das im Kern mit allen anderen Champions, die einen Blocke Damage haben, die dann genau diesen Blocke Damage eben setzen, bevor die Bomben explodieren. Und mit Kriegsmeister dann auch, da ist dann noch eine Wartung, mit Kriegsmeister dann auch erfolgreich sind. Ich glaube, den wichtigsten Champion, den ich euch mal ganz kurz zeigen kann, ist zumindest Helicat. Also ihr seht, der ist auch noch nicht auf dem Maximum seiner Stärke. Ich habe ein grundsätzliches Silberproblem auf dem Account. Also wir haben ja noch ganz viele angelevelte Artefakte, die irgendwann mal hochgehen. Deswegen bin ich im Augenblick bei 45.000 Leben, 2.800 Defense, 187 Geschwindigkeit, wobei ich mehr Geschwindigkeit habe, wenn ich im Turm des Verderbens unterwegs bin. Ich habe da so ein paar Punkte auch rein platziert, weil ich wusste, dass im Turm des Verderbens für diese Challenge auch ein paar gute Punkte abzuholen sind. Deswegen hier mal zusätzliche Genauigkeit für den ein oder anderen Champion oder Boss, der mehr Genauigkeit braucht, plus diese mehr Geschwindigkeit. Was ich noch nicht ganz 100% erreicht habe, ist die notwendige Widerstand, um 100% zu widerstehen, aber mit 323 bin ich schon sehr nahe dran, um dann auch allem, was man widerstehen kann, auch zu widerstehen. Ich habe hier auch nur 4 Regenerationen. Im Idealfall hat man zusätzlich zu dem Regeneration noch ein zweimal ewig mit drin, dass man auch noch mehr Leben regeneriert, wie man es einfach bei jedem klassischen Solo-Farmer auch hat. Zusätzlich bei den Fertigkeiten, der eigentliche Schaden passiert hier gar nicht über seine Schadenswerte, sondern hier über den Kriegsmeister, den er hier unten hat. Es sind keine Fähigkeiten dabei, die in irgendeiner Art und Weise das Rundenmeter beeinflussen. Das ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn man es timen will. Und ich möchte Helicat ja dann auch für den Clanboss spielen. Und gerade für den Clanboss ist auch dieses Bild schon gedacht. Deswegen auch keine Genauigkeit oder wenig Genauigkeit, aber dafür standfest, damit er auch nicht so leichtes Stun-Target vom Clanboss wird. Das Schild möchte ich natürlich gerne größer haben. Ich möchte gerne die zusätzlichen Werte mitnehmen. In dem Fall durch das Regenerationsset bringt mir das nicht so viel Nutzen, aber wenn ich ihn für den Clanboss umbaue, dann kommt ja auch wieder ein anderes Set. Also da wird er nicht in Regeneration dann auch mitkommen. Und hier einfach die Möglichkeit, dass die Schwäche dann auch gesetzt wird, noch ein bisschen erhöht, ist eigentlich alles sekundär. Das ist Helicat und bei mir in dem Team, in dieser Zusammenstellung tatsächlich der wichtigste Charakter, denn er übernimmt die Rolle des Block Damage Champions und das kann genauso gut dann auch ein Templar sein. Also wenn ihr keinen Helicat habt, dann macht euch überhaupt keine Gedanken. Geht am besten einfach in die Kampagne mit rein und ihr findet hier in der Kampagne dann im Waldemar-Graben die Möglichkeit, einen Templar zu erfarmen. Und auch mit dem Templar könnt ihr, wenn das Ausrüstungsset auch passt, wenn ihr ein Regenerations- und ein Ewig-Set auch drauf habt, wenn die Werte gut sind, könnt ihr damit zumindest schon mal die 50 farmen. Das hat Hell Hades gezeigt. Ob die 90 mit einem Templar klappt, das weiß ich nicht. Es gibt eine Menge andere Champions, die auch helfen, wenn wir uns da vielleicht einfach mal ein paar Alternativen anschauen. Wir haben bei den Bannerlords dann einen Champion und zwar das ist die Lady Annabelle hier unten. Die gibt es auch in dem einen oder anderen Promo-Starter-Code. Auch das eine Video, das ich gemacht hatte, beinhaltet auch die Lady Annabelle. Die überlebt einfach aufgrund ihrer Passiven. Also immer wenn ein Gegner stirbt, wird sie um 50% geheilt. Das heißt, eine Bombe explodiert, macht Schaden und die wird direkt danach um eigentlich noch mehr geheilt, als die Bombe Schaden gemacht hat. Lady Annabelle kann mit den entsprechenden Werten auch die 90 farmen. Dann gibt es bei den Shadowkin hier unten zum Beispiel auch noch einen Burangiri. Wo ist er jetzt? Hier ist er zum Beispiel auch bei Burangiri. Ist es eine Passive, die hier den großen Unterschied ausmacht, heilt diesen Champion jedes Mal, wenn Verbündeter oder Gegner stirbt, um 50%. Im Kern also genau die gleiche Methode, mit der man das auch angehen kann. Wenn ihr im kompletten Team auch unterwegs seid, also gerade diese passiven Heals,
die sind extrem hilfreich bei Champions, die dann auch euer Team heilen können. Da denke ich zum Beispiel an diesen seltenen Champion hier unten, den guten Master Butcher im Englischen oder auch schlechter. Der hat hier auch eine passive, heilt, wenn angegriffen, alle Verbündeten im Wert des erlittenen Schadens. Hier steht zwar, wirkt nicht gegen Endbosse, aber die Bomben bei Bommel sind keine Endbosse. Also gegen die Bomben wirkt das auch. Man muss ihn natürlich bucken, damit es auch entsprechend im Cooldown hat. Ist natürlich die schwächste Alternative. Etwas besser ist hier bei den Untoten die epische Variante, auch Vogoth. Denn Vogoth hat hier auch eine passive Halt, wann immer er angegriffen wird, alle Verbündeten um 50% des erlittenen Schadens. Also auch mit einem Vogoth oder auch wenn man die Möglichkeit hat mit 2 Vogoths, kann man diesen Bombenschaden auch direkt wieder gegenheilen und damit kann man das Team auch am Leben halten. Also eine sehr intensive Heilung mit bestimmten Champion ist eine Variante, eben Block Damage ist eine Variante und was ich zum Beispiel sehr lange gemacht hatte, war dann auch mit einem Bluthelm. Wo ist der Bluthelm? Hier ist der Bluthelm. Mit diesem Champion kann man auch Bommel solo fahren. Hier geht man aber einen anderen Weg. Man hat hier auch den Blocke Schaden und man hat hier im Notfall auch nochmal ein Wiederbeleben bei Tod. Für den Fall, dass irgendwas schief geht, weil die Werte sind auch nicht so ideal. Er hat eine super niedrige Base Speed. Also zu bauen ist es schon auch ein bisschen schwieriger, hat aber auch genauso funktioniert, um am Bommel 90 vorbeizukommen. Und das muss man im Prinzip ja auch nur alle 3 Monate machen. Ja, deswegen zeige ich euch jetzt noch ganz kurz, wie ich das auf meinem Hauptaccount gemacht habe, denn das sieht noch ganz lustig aus. Aber um vorher noch mal kurz zusammenzufassen, wir haben uns jetzt den Boss im Detail angesehen, wir haben uns jetzt mal so einen beispielhaften Kampf auch angesehen, der natürlich mit Block Damage gearbeitet hat, aber es gibt verschiedenste Varianten, die einfach auf diese Bombenexplosionen reagieren können, damit euer Team auch direkt heilt. Wichtig ist, dass ihr vor den Bombenexplosionen maximales Leben habt und dass ihr nach den Bombenexplosionen auch irgendeine Alternative habt für den Fall, dass Bommel direkt auch wieder zuschlägt. Und ihr müsst natürlich noch mit diesen ganzen Bomben und Buffs und so weiter auch umgehen. Also wir sehen uns gleich wieder auf meinem Hauptaccount, wenn ich euch mal zeige, wie lustig man Bommel auch mit Bomben kaputt machen kann. Willkommen zurück auf meinem Main-Account. Und auf diesem Main-Account habe ich auf der Ebene 50 jetzt noch mein altes Spaßteam, mit dem ich aber auch die 90 gelaufen bin. Nur auf der 90, das werden wir uns auch gleich anschauen, das ist jetzt nur noch die Brute Force-Taktik am Start mit den Champions, wenn man sie dann entsprechend hat. Hier ist sehr lustig, wie sieht dieses Team aus? Dieses Team besteht vor allem aus Knishak. Knishak ist ja bekannt dafür, dass er Bomben auch gibt. Also er gibt Bomben mit der A3, Bomben mit der A1. Das ist wichtig mit der A1. Warum, erkläre ich auch gleich. Und die A2 ist für diesen Kampf gar nicht unbedingt wichtig. Das ist das, was einen in der Arena nervt, wenn die Bomben im Endeffekt sofort gezündet werden, beziehungsweise der Cooldown auf 1 reduziert wird. Knishak hier auch im Lead, damit ich noch mehr Angriff habe. Denkt auch daran, dass Bomben immer auf Angriff basieren. Kein Crit-Quotenschaden, kein Crit-Damage. Das ist alles gleich. Es basiert 100% auf Angriff. Deswegen jede Möglichkeit, mehr Angriff zu haben, mitzunehmen. Wir haben die Angriffsaura, dann haben wir Arbiter dabei, die bringt zum einen natürlich einen Rundenmeter Boost, das heißt, meine Champions müssen nicht so schnell sein, um vor Bommel auch dran zu kommen. Auf der anderen Seite kommt der Angriffssteigerer und was eine Arbiter noch kann, was oft vernachlässigt wird, sie kann noch eine Schwäche platzieren. Eine Schwäche sorgt auch tatsächlich dafür, dass der Bombenschaden nochmal heftiger trifft. Deswegen Arbiter perfekt für dieses Team-Setup. Ich habe dann bei mir 2 Ally-Attacker mit drin. Welche ihr nehmt, ist absolut gleich. Ihr könnt auch 3 Ally-Attacker nehmen, damit die Wellen schneller gehen. Macht es halt oft Sinn, dass man noch einen ganz klassischen Damage-Dealer mit reinnimmt, der dann auch noch die Wellen wegmacht. Wir gehen da mal ganz kurz rein. Wir bomben uns sehr schnell durch die erste und die zweite Welle dann auch durch. Hier geht das jetzt in, ich glaube, es sollten so knapp 20 Sekunden sein. Je nachdem, wie gut dann auch der Schaden trifft. Okay, jetzt ein bisschen schade, der Baron, der hat jetzt nicht so hundertprozentig gut getroffen, wie er treffen sollte. Also meistens bin ich nach 20 Sekunden dann schon beim Boss. Ist ja aber auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt die ein oder andere Minute schneller ist. Die zweite Welle geht dann eben durch das Himmelsloch drauf und jetzt kommen wir beim Boss an und das wollte ich euch kurz zeigen. Wir geben einen Angriffssteigerer, wir machen mit Knishak die A3, das lässt sich auch sehr schön natürlich automatisieren, machen nicht die A2, wir wollen ja noch mehr haben und in dem Fall sitzt sogar auch noch ein Brimstone. Mike Knishak hat den schönen Luxus, einfach eine 6er Seele auch mit drauf zu haben, auch mit Brimstone, also das macht natürlich dann auch nochmal für den Fall, dass es mit dem Schaden nicht reicht, dieses i-Tüpfelchen aus, um Bommel einfach direkt und sofort zu erledigen. Jetzt kommt der Ally Attack und der Ally Attack sorgt im Idealfall dafür, dass sowohl die Schwächung von Arbiter setzt, als auch das Bommel die Gelegenheit hat, noch mehr Bomben zu setzen. Wir reduzieren das
Stundenmeter, da kommen große Bomben, das ist uns aber völlig gleich, denn diese großen Bomben werden nie zum Tragen kommen. So, wir sehen 2, 4, es sind 6 Bomben da, das ist gerade mit dem Angriff, den mein Gnishak hier hat, doch ein bisschen weniger. Ich habe mein Gnishak in Regenerationsgear gebaut, damit er meinen Drachen H10 als Solo farmen kann, und früher, als ich noch Bommel auf 90 gelaufen bin, hatte er einfach, glaube ich, 2000 mehr Angriff. Und da waren dann auch 5 Bomben absolut ausreichend. Hier brauche ich normalerweise 7, mit dem Brimstone könnte es schon gehen. Was der Baron macht, ist eigentlich egal, kann hier mal ein bisschen Minus Defense machen, was die Arbiter macht, ist jetzt hier auch egal. So, und jetzt kommt Bommel dran, da kommt einmal der Brimstone, jetzt explodiert hier der Spaß, zack, der zweite Brimstone und Bommel ist tot. Ihr könnt gerne nochmal zurückspulen, das Ganze in langsamer euch nochmal mit anschauen. Es ist einfach schön. Das ist ein Spaßteam, das dafür sorgt, dass Bommel sich einfach so selbst tötet, kann man sagen, durch diesen Zusatzzug. Deswegen braucht man vom Gnishak auch die A2 nicht, denn Bommel macht ja direkt am Anfang diese 2 Züge und deswegen ticken die ersten Bomben, die man setzt, auch sofort in die Explosion auch mit rein. Also ein wunderschönes Team, das mir sehr viel Spaß macht. Was mache ich aber inzwischen auf meinem Hauptaccount, wenn ich jetzt hier mal zu Bommel 90 gehe? Das ist natürlich einfach basierend auf allen Champions. Wir können jetzt eigentlich mal ganz kurz auf Auto laufen lassen. Gut, die erste Welle, die macht im Prinzip Marius einfach weg. Ich habe jetzt hier keine Programmierung hinterher, weil ich Bommel nicht fahre. Deswegen muss ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass hier Keimer keinen Unfug anstellt. Wir machen mal ganz kurz hier die A2s. Genau, ansonsten würde Keimer jetzt den Reset machen, den ich natürlich nicht machen will. Wir machen einfach mal die A1. Wir können hier noch eine Runde aufräumen, können hier nochmal aufräumen. Okay, damit kommen wir beim Boss an und dann ist es einfach purer Damage. Wir können hier uns einfach ein bisschen zusätzlich Genauigkeit geben. Wir machen hier ein bisschen Schaden. Dann vor allem die Knuts. Die Knuts machen hier einen Großteil des Schadens. Der zweite Knut macht hier auch nochmal einen ordentlichen Schaden. Dann machen wir einen Reset. Akrisia ist sogar einen Ticken zu langsam, stelle ich gerade fest, aber im Kern ist es egal. Also ihr seht, die 2 weiteren Knuts, die würden das schon voll und ganz alleine regeln. Ja, also die Akrisia ist hier tatsächlich einfach ein bisschen obsolet. Da könnte jeder x-beliebige Champion mit drin sein. Also es würde wahrscheinlich auch mit weniger Champions funktionieren. Aber das ist natürlich die klassische Brute Force Taktik. Ich vermute, wenn ihr diese fahren könnt, dann werdet ihr dieses Grundlagenvideo bis zu dem Zeitpunkt hier wahrscheinlich gar nicht geguckt haben. Aber vielleicht ist es für euch auch ganz interessant, um auch perspektivisch zu sehen, was ist denn möglich, wie schnell kann man ihn farmen und vor allem mit welchen Champions. Marius ist natürlich ganz, ganz klar MVP, genauso wie Knut. Und Knut kann jeden Boss sehr intensiv und sehr, sehr schnell killen. Bevor wir dieses Video beenden, möchte ich euch noch auf ein Musikvideo rund um Bommel dann auch aufmerksam machen, das die tolle Jane Cheslin, die auch im Secret Roses Cluster ist und auch singt, auf ihrem YouTube-Kanal wahrscheinlich jetzt dann auch veröffentlicht. Sobald ich den Link habe, nehme ich den Link auch in die Videobeschreibung, blende hier auch noch eine Infotafel mit ein. Schaut gerne mal bei ihr vorbei, schaut euch auch dieses Video dazu an. Das könnt ihr euch im Nachgang dann auch gerne mit anhören oder wenn ihr zum ersten Mal auch gegen Bommel kämpft, lasst einfach dieses Lied dazu laufen, rockt ein bisschen ab und damit wünsche ich euch viel Spaß im Kampf gegen Bommel, viel Spaß mit Raid, viel Spaß im Leben. Ciao, ciao, euer Bohn.